Dieses Video ist der versprochene Nachtrag für eine Dummy-Lösung zur Doppeltraktion auf Modellbahnen. Im vorausgegangenen Video Doppeltraktion einrichten ging es darum, zwei Loks mit unterschiedlichen Decodern so zu synchronisieren, dass eine reibungslose Doppeltraktion möglich ist. Wie in den Kommentaren erwähnt, kann man natürlich auch zwei Loks aneinander koppeln und per Hand anfahren. Aber mir ging es hier um eine reproduzierbare, automatisierbare Doppeltraktion, die bei jeder Anfahrt funktioniert und bei der die Schienenverschmutzung bzw. die dadurch gegebenenfalls entstehende unterschiedliche Stromversorgung der Loks keine Rolle spielt. Hier nochmal ein Ergebnis des eingestellten Versuchs der Angleichung der Geschwindigkeitsprofile sowie der Optimierung der Konfigurationsvariablen für die Anfahrt und Bremsverzögerung. Passend zum Thema Doppeltraktion habe ich kürzlich einige Aufnahmen des Vorbilds mit der Baureihe 218 auf dem letzten Stück der Marschbahn nach Westerland auf Sylt machen können. Hier waren Doppeltraktionen der Baureihe 218 vor Intercity- und Autozügen in unterschiedlichen Farbzusammenstellungen anzutreffen. Wie im eingeblendeten Video dargestellt, werden hier allerdings in nicht allzu ferner Zukunft die Dieselloks verschwinden. Die praktisch einhellige Meinung in den Kommentaren zum letzten Video war, dass die Dummy-Lösung die einzig praktikable ist. Zur Umsetzung hatte ich die Idee, eine im Internet angebotene defekte Lok zu nutzen. Ich musste allerdings feststellen, dass, obwohl die Baureihe 218 bei Modellbahnern wohl sehr beliebt ist, günstige Modelle zum Ausschlachten schwer zu finden sind. Insofern habe ich mich dann dazu entschieden, das günstigste Angebot einer neuen Lok zu verwenden. Im Internet erhält man die Pico-Lok der Baureihe 218 in der Hobbylinie als Gleichstromversion für unter 50 €. Die Lok ist einfach gehalten, aber für den vorliegenden Zweck passt es. Das Auseinandernehmen ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das Oberteil lässt sich durch Lösen einer Schraube abnehmen. Hier ist jetzt bereits die Verbindung vom Motor zu den Drehgestellen sowie die Platine entfernt. Der Motor ist nicht weiter fixiert und lässt sich dann einfach herausnehmen. Bis auf die Drehgestelle ist das Gehäuse damit leer. Nach dem Herausfriemeln aus dem Chassis kann die Abdeckung der Drehgestelle wie in der Anleitung angegeben abgehebelt werden. Die Getriebeteile sind nur ineinander gesteckt und können mit dem Schraubendreher auseinandergedrückt werden. Damit das Drehgestell rollfähig wird, muss das mittlere Zahnrad entfernt werden. Die beiden verbleibenden Zahnräder drücken die Räder nach unten in die Führung. Jetzt kann die Abdeckung wieder aufgedrückt und das Drehgestell ins Chassis eingesetzt werden. Damit ist das Fahrgestell rollfähig, wobei die Haftreifen bereits entfernt sind. Der relativ schnell zu erledigende Umbau ist damit abgeschlossen und das Oberteil kann wieder aufgesetzt werden. Der ausgebaute Motor wird sicherlich anderweitig verwendbar sein. Der Test auf der Schiene zeigt ein mäßiges Rollverhalten. Eine Verbesserung ließe sich sicherlich nur mit spitzengelagerten Rädern erzielen. Aufschluss über die Tauglichkeit sollen nun Fahrversuche liefern. Zunächst noch einmal zum Vergleich die Ergebnisse mit zwei angetriebenen Loks. Hier ein besonders schlechter Versuch, wo die zweite Lok auffährt und sich in die erste verhakt. In der nächsten Kurve kommt es zur Entgleisung. Nun die Anfahrt mit der Dummy-Lok. Diese wird einfach wie ein angehängter Waggon beschleunigt. Das Anfahrverhalten ist beliebig reproduzierbar. Auch das Schieben und Bremsen funktioniert einwandfrei.
Es kommt weder beim Bremsen noch beim Anfahren zum Aufeinanderschieben. Mein Fazit ist daher, dass die Dummy-Lösung absolut brauchbar ist. Damit es nicht so langweilig wird, nun, wie im Vorbild vorhin gesehen, die Kombination des Dummies mit einer beige-blauen Variante. Es handelt sich wieder um ein Modell aus der Hobbylinie von Pico. Angehängt sind diesmal noch 5 Intercity-Waggons, die problemlos gezogen werden. Auch in dieser Konstellation verhält sich der Dummy vollkommen problemlos. Somit konnte die Erwartung der Experten bestätigt werden, dass der Einsatz eines Dummies eine sichere Lösung für die Doppeltraktion auf der Modellbahn darstellt. Zum Abschluss jetzt noch einige Fahrszenen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!